Gezeichnet. Heute haben wir einen besonderen Gast hier auf der Podcast bei Günther Pott. Das ist ganz besonders schön und ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke für die Ivo Einladung. Herzl. Ivo Herzl. Wie kommt Ivo Herzl nach Wien und wie kommt Ivo Herzl in meine Pod? Und was ist die Bedeutung von Ivo Herzl? Das würde mich jetzt interessieren. Ich werde mal nur Ivo sagen, weil das mit Herzl Bitte. wirst du gleich erklären, weil du auch Muzzle Tough auf deinem T-Shirt Muzzle hast. Love, kann ich Muzzle kurz Love, okay. gleich hier rein sein. Ausgezeichnet, bitte. Wie kommt der Ivo nach Wien? Er ist hier geboren, ganz einfach. Ich bin Ur-Wiener. Wenn du mich schon nach dem Herzl fragst, ich bin nicht als Herzl geboren. Ich habe den Namen erst seit Anfang dieses Jahres. Und der war einmal väterlicherseits in der Familie vergraben. Ich habe einen Stammbaum mal ausgegraben. Der geht irgendwie zurück 1700 irgendetwas von einer Frau Barbara Herzl ausgehend. Ich weiß nicht, ob sie je jüdisch waren oder nicht. Das spielt für mich auch keine Rolle. Ich bin selber auch nicht jüdisch, wenn das gleich zur Sprache kommen soll. Vielleicht waren sie es mal oder auch nicht. Irgendwann ging es auf jeden Fall väterlicherseits durch die Christianisierung durch. Und mein Urgroßvater hat dann im aufkeimenden Antisemitismus unter Karl Lueger und dem ganzen Zeugs den Namen abgelegt und in den deutsch wie nur möglichsten klingenden Namen Hinze sich umbenannt. Und mein Vater ist jetzt nicht in der, sag ich mal, geopolitischen Szene Österreich, aber vielleicht in der künstlerischen Szene etwas bekannter gewesen. Christian Ide Hinze war der Gründer der Schule für Dichtung in Wien, hat praktisch die Welt der Dichtkunst nach Wien geholt und vernetzt, war ein großer Einfluss für mich. Und ja, seit dem 7. Oktober, wo ich schon gemerkt habe, was eigentlich wirklich Antisemitismus ist, dass der bei weitem nicht gestorben ist, sondern leibt und lebt und jederzeit wiederbelebt werden kann, habe ich mich entschieden, auch diesen Namen wieder zu beleben. Und so heiße ich jetzt Ivo Herzl. Ein großer Schritt eigentlich, sogar seinen Namen zu ändern in der Form. Also wirklich. Ja. Was hat dich dazu bewegt in der Form und wie ist das genau die Entscheidung gekommen? Ich glaube, nachgedacht habe ich eigentlich schon die letzten 15 Jahre irgendwie mal, aber ich sagte jetzt, geht man wirklich den bürokratischen Weg? Ist es einem so wichtig? Wofür? Ich finde den Namen einfach auch immer schön. Ich hieß davor Antonitsch. Ja, auch vielleicht eine nebensächliche Geschichte, aber ich meine, ich bin als Ivo Antonitsch aufgewachsen, ohne ein Wort Serbokroatisch zu können. Mütterlicherseits waren wir vom Balkan, aber nicht, weil meine Mutter hat ein Wort Serbokroatisch gelernt, da gab es eine enorme Herkunftsverweigerung. Also eigentlich spielt das ein bisschen eine Rolle auf mütterlicher und väterlicherseits, so eine Entwurzelung, eine Herkunftsverweigerung. Und ich sage mal, ich war trotzdem in der Schule ein bisschen der ausgestoßene Tschusch, obwohl ich nicht einmal, nur vom Namen her. Und ich glaube, daher habe ich ein bisschen immer so auch eine Empathie gehabt für, sag ich mal, die jüdische Erfahrung, egal was man macht oder wie man sich anpasst, man war oder ist immer irgendwie das andere. Und heutzutage, sag ich mal, reden wir nicht vom Antisemitismus, sondern der Antizionismus, also der Israel-Hass ist die neue Projektionsfläche. Theodor Herzl steht für die Idee des Zionismus, Und war ja Wiener. war ja Wiener. Insofern ist das ja sinnvoll und meaningful, jetzt in der Form Absolut. den Namen anzunehmen. Ja, ich finde auch, es ist was Urwienerisches und ich glaube, das muss man heute vor allem auch einer linken Bubble eigentlich wieder mal sagen. Also der Zionismus war die direkte Antwort auf den Antisemitismus. Also der Antisemitismus ist als Begriff ja auch erst Ende der 1870er Jahre, glaube ich, von Wilhelm Marr geprägt worden. Karl Lueger hat das übernommen und daraus gemerkt, man kann daraus Politik machen. Ja, ein bisschen mehr als 10 Jahre später ist Theodor Herzl mit dem Judenstaat gekommen und gesagt, so, egal was wir machen, wir werden verfolgt werden. Und ich sehe auf jeden Fall heutzutage Parallelen. Ich habe auch Artikel bzw. Medienanalysen gemacht, die ich genannt habe Drei-Fuß-Style. Gerade der Nahostkonflikt wurde die letzten, also ich hab eine Medienanalyse gemacht nur vom Instagram-Account der ZIP Online-Seite.
über 9 Monate von Anfang dieses Jahres bis September. Es wurde mehr als doppelt so oft über den Nahostkonflikt berichtet als über den Ukraine-Krieg. Ein Krieg, der uns wesentlich mehr betrifft als Europäer. Ein Krieg, der wesentlich blutiger und gewalttätiger ist. Und ich nenne das Dreifuß-Style, weil damals die Dreifuß-Affäre ja so ähnlich in dem Sinne war, da wurde ein jüdischer Offizier in Frankreich der Spionage verurteilt. Es ist später rausgekommen, er war unschuldig. Er wurde trotzdem nochmal verurteilt, weil die ganze Bevölkerung, die ganze Medienlandschaft unbedingt praktisch den Juden als Schuldigen haben wollte und sogar ein Sicherheitsrisiko dafür in Kauf nimmt, dass feindliche Spione freigesprochen werden, nur weil man den ewig alten, religiös begründeten Judenhass nicht los wird. Also es ist ja wirklich eine ganz eigene Form des Wahnsinns. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Skandal Ende des 19. Jahrhunderts jetzt bei allen so geläufig ist. Vielleicht sollte man es noch ein bisschen erklären in der Form, dass das eben in Wirklichkeit ein adeliger Spion war, der im Dienste Deutschlands gestohlen hat, die Geheimnisse. Richtig. Der dann aber mit einer Intrige diesen jüdischen französischen Sicherheitsbeamten beschuldigt hat. Ja. Und aufgrund des virulenten Antisemitismus in der französischen Gesellschaft haben alle das geglaubt. Weil Genau. Das ist halt irgendwie logisch. Der Fremde, derjenige, der nicht unsere Religion teilt, muss schuldig sein. Richtig. Und der ist sogar auf einer karibische Teufelsinsel, soweit ich mich erinnere, ist er da mehrere Jahre im Gefängnis verbracht, bis er endlich dann entlastet worden ist. Und man den echten Spion, der in Wirklichkeit ein Adeliger war, und den hat man dann gefunden und verurteilt. Ja, aber ich glaube, es ging ja sogar noch weiter, dass das, also die öffentliche, dadurch, dass die öffentliche Meinung so dran festgehalten ist, also hat der trotzdem nie wirklich wieder auch ein normales jetzt Leben führen können. Und ich habe gemerkt, also da ist eine Kraft im Gange, die schaltet einfach Vernunft aus. Und die sieht man jetzt auch wieder. Und ich glaube, selbst wenn sich Menschen jetzt nicht unbedingt mit der gesamten 2000-jährigen, sag ich mal, religiös begründeten Geschichte des Antisemitismus befassen, also das ist eigentlich Antijudaismus, der dann irgendwann, sag ich mal, in der industriellen Zeit mit Rassengedanken zu einem wissenschaftlich anerkannten Antisemitismus umgemünzt wurde, selbst wenn man sich damit nicht befassen will. Am 10. September dieses Jahres flogen russische Drohnen über Polen. Am selben Tag hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekannt gegeben, ob man nicht das Assoziierungsabkommen mit Israel aussetzen sollte. Israel, ein Land, das auch ein paar Wochen später die beste Drohnenabwehr überhaupt entwickelt hat mit einem Iron Beam, einer Laserwaffe, die wir wahrscheinlich sehr gut brauchen könnten in Zukunft. Und ich denke mir oft, hätten wir jetzt wirklich eine europäische gemeinsame Außenpolitik und Russland würde mit den Panzern über uns rollen, wir würden wahrscheinlich Israel den Krieg erklären. Also das ist irgendwie die ganz perfide religiöse Allmacht des Antisemitismus, die jegliche Vernunft aussetzen kann und jeglichen Sicherheitsgedanken auch aussetzen kann. Deswegen finde ich es auch enorm wichtig, dass das als wirkliches Sicherheitsrisiko wahrgenommen wird. Eben unter dem nicht nur jüdisches Leben in Europa leiden kann, sondern ganz Europa. Ich habe noch eine Frage zu deinem persönlichen Werdegang, weil wenn man die so anschaut, du wirkst ja eigentlich linksliberal, wenn man so sagen kann, in deinem Auftreten immer cool, die Frisur immer locker, entspannt, also nicht der klassische... Zu selten im Anzug, meinst du? Ja, wenn man so sagen kann, also wenn ich das einmal so vorurteilsbeladen hier mal so darstellen kann. Und es ist ja so, Antisemitismus wird ja klassischerweise aufgrund speziell der schrecklichen österreichischen Geschichte immer als extrem rechtes Phänomen eben verstanden in der Öffentlichkeit. Aber du bist ja sehr kritisch gegenüber der Linken und diesem neuen Antisemitismus in der Linken. Warum kommt es? Wie ist dabei der Bezug und wie ist deine Analyse? Also ich meine, ich würde nicht sagen, dass es ein neuer Antisemitismus ist. Es ist dasselbe alte Antisemitismus wie überall. Er hat nur andere Gesichter. Ich glaube, ich kam dazu, meine Ex-Freundin hat im Jüdischen Museum mal gearbeitet. Ich habe dazu, sie war selber auch nicht Jüdin. Ich war dann einmal mit ihr in Israel und ich glaube,
einfach jeder Mensch, der einfach mal Kontakt hatte, merkt, also da wird geschwurbelt auf einem Niveau, das unfassbar ist. Also jeder, der mal in Israel war, weiß, es ist eines der diversesten Gesellschaften überhaupt. Ja? Also ich denke mir, wir in Europa verlieren teilweise den Kopf mit 5-6% muslimischer Bevölkerung. In Israel sind es 20%. Das Zusammenleben funktioniert, auch wenn das medial nicht so dargestellt wird. Es ist ethnisch divers, es ist religiös divers, es ist politisch unglaublich divers. Ich glaube, das einzige Stereotyp, das ich bei Jüdinnen und Juden wirklich unterstreichen kann, ist 2 Juden, 3 Meinungen. Also nirgendwo wird so viel diskutiert. Und davon lebt auch die Demokratie. Also sie schaffen es ja auch immer, eine sehr pluralistische, demokratische Gesellschaft zu erhalten und gleichzeitig Krieg an mehreren Fronten führen zu können, trotzdem das Leben zu genießen. Und für mich stellt, was das betrifft, Israel eine Inspiration dar. Nicht etwas, das wir als Europa verteufeln sollten. Das ist ein Land mit gerade mal 10 Millionen Einwohnern, das sich effektiv gegen eine islamistische Übermacht, die hauptsächlich vom Iran gesteuert ist, verteidigen kann. An 7 Fronten, sei es in Gaza, sei es im Westjordanland, sei es von Hisbollah im Libanon, sei es von Houthis im Jemen, sei es von Ablegern im Irak, vom iranischen Regime selbst. Und wir in Europa schaffen es nicht, uns gegen einen verrosteten alten Sowjetapparat zu wehren. Also ich finde es ist peinlich über alle Maßen und es ist unser Entlastungsventil, um uns besser zu fühlen, ohne dass wir irgendwas besser zu machen. Du Aber siehst da den Krieg in der Ukraine, den Russland führt, und den israelischen Krieg jetzt, den Angriff der Hamas gegen Israel. Du siehst da eine Verbindung oder ist der gleiche Freiheitskampf oder wie siehst du das? Weil du also, bist ja für die Ukraine und für Israel. genau, also ich kann es klar sagen, stehe 100% hinter der Ukraine und hinter Israel. Ich sehe sehr wohl Verbindungen, auch wenn sie anders sind. Also ich sage mal, Russland ist klarerweise eine Nuklearmacht, da ist die Ukraine das militärisch Schwächere. In Israel ist Gott, neither confirm nor deny, aber sagen wir mal vermeintliche Nuklearmacht, militärisch 200 Stück scheinen ja, vorhanden zu sein. Das kann man militärisch schon so sagen. mächtig. Dennoch, glaube ich, fehlt es einfach gerade dieser Generation in Europa, die in einem beispiellosen Wohlstand großgewachsen ist, an einem ganz rudimentären moralischen Kompass zu unterscheiden, was ist ein Aggressor und wer verteidigt sich. Ja? Also auch wenn du keine Nuklearmacht bist und mit dem mittelalterlichen Bihänder kommst zum Schlachten, du bist der Aggressor. Ja? Und Israel verteidigt sich seit seiner Geburtsstunde nur gegen Aggressoren. Es ist oft mühsam, das Leuten zu erklären, aber das ist in Israel der Fall. Und ich glaube, uns fehlt gerade in der westlichen Welt selbst wenn klarerweise Demokratien Fehler begehen, ganz viele, wir sind als Menschen nicht perfekt, sollte gerade in Zeiten wiederkehrender Konflikte eines klar sein. Ich nenne das immer Democracy First. Ja, also es sollte das Erste sein, dass Demokratien an der Seite von Demokratien stehen. Und wenn wir in Europa glauben, Amerika muss doch unbedingt an der Seite der Ukraine stehen, wie kommen wir dazu, zu sagen, wir stehen nicht an der Seite Israels? Also wieso nehmen wir uns da was raus? Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Europa auch wirklich stark an der einzigen Demokratie im Nahen Osten steht, an der Seite Israels steht, dass auch Amerika wieder stärker an der Seite der Ukraine stehen würde und dass auch Europa und die USA wieder stärker auch militärisch zusammenwachsen können. Und ich glaube, je mehr Demokratien zusammenstehen, desto stärker ist Demokratie als globales Konzept auch. Also ich denke mir, ich verstehe, wenn Halbdemokratien oder wachsende Demokratien wie auch Brasilien oder Indien und sowas sich denken, naja,
wenn es da jetzt nicht wirklich etwas, wenn sich Demokratien untereinander schon so zerfetzen, wenn es nur um billige Rohstoffe geht, dann schaue ich halt doch lieber eher nach Russland. Also wir Du bist müssen... also für die Einheit des Westens und für die Ja. Zusammenarbeit zwischen Israel, Ukraine, Europa, den Vereinigten Staaten. Absolut. Absolut. Und ich glaube... Das machst du ja sehr klar auf deinem Instagram-Account, wo du ja sehr aktiv, so unter Ivo Herzl, Ivo kann ich Herzl, sehr ja. empfehlen. Und du machst ja sehr viele Videos zu dem Thema und bist ein bisschen so der Defender of the West. Also ich bin schon Defender of the West, ich fühle absolut. schon fast Konkurrenz. So wie Ja, deswegen, ich war ja, deswegen nenne ich die immer die Liebe meines Lebens. Danke. Die Liebe meines Lebens, die neu das war jetzt gefundene. Fishing for Compliments. Nein, wirklich, ich bin ja auch über Instagram, du wurdest mir irgendwann auf Instagram reingespielt und ich habe mir gedacht, endlich. Also ich meine, warum ist das so schwer, dass Menschen im Westen für westliche Werte aufstehen? Ja, Eigentlich sollte es logisch sein, das sollte jeder machen. es Jeder. sollte absolut logisch sein. Und der Westen hat ganz viel Dreck am Stecken, wie der Rest der Welt auch, aber die Stärke des Westens ist Selbstreflexion, Selbstkritik. Das ist unsere Stärke, aus unseren Fehlern zu lernen. Das ist der Grund, warum trotzdem, wenn Kriege auf der Welt sind, die Menschen gen Westen flüchten und nicht gen Russland oder gen Afrika oder gen China. Ja, also wir sind trotzdem noch ein Shining Light on the Hill. Das City on the Hill. Das ist zwar für Amerika vorgesehen, der Titel, Ja. aber natürlich ist Europa der Hort der Freiheit, keine Frage. Aber wir müssen das auch selber wieder zu schätzen lernen. Und gerade Israel und die Ukraine verteidigen die westlichen Werte an vorderster Front. Ich sage ja immer, da gehört Kosovo auch dazu. Ich weiß nicht, wie du das mit deinem Balkan-Hintergrund siehst. Das ist für mich spannend, weil ich da enorm viel zu lernen habe. Da kommen Wurzeln mütterlicherseits von mir her, die verdrängt wurden und ich habe relativ wenig davon gelernt bisher. Also das finde ich trotzdem auch spannend, wie auch Europa auf Israel rumhakt mit, weiß nicht, Occupation und sonst etwas und wir haben im Balkan bitte immer noch... Serbien mit all diesen Krisen und all diesem russischen Hang und Ja, das ist natürlich ein Problem. Ungelöste Konflikte, wenn es um Zwei-Staaten-Lösungen geht. Ich meine, auf Zypern ist auch eine Genau, nicht das ist angestrebte... der Teil meiner Bemühungen, das alles zu erklären auf einmal, ist natürlich schwierig, weil es ist ja so, dass jeder Einzelne sein eigenes Hauptthema hat. Ja. Und mein Hauptthema ist natürlich immer der Kosovo gewesen, bis es dann zur Ukraine geworden ist. Bei dir ist ja das Hauptthema Israel. Vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, deine Aktivitäten die letzten 3,5 Jahre oder 2,5 Jahre jetzt in dem Sinne. Wann hast du angefangen? Wahrscheinlich mit dem 7. Oktober. Und was für Veranstaltungsformen, Protestformen und Unterstützungsmechanismen hast du entwickelt jetzt für Israel in den letzten Jahren? Ich muss sagen, es ist komisch, weil es war nie mein Plan. Also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, als steche ich da besonders heraus, also das letzte Jahr auf einmal schon. Aber wir müssen ja dann noch zum Thema kommen, woher ich eigentlich komme. Ich bin ja eigentlich Spielewissenschaftler und habe das Brettspiel World Control 2016 eigentlich als Trump-Kritik gecrowdfundet und wie gesagt, wo ich das Gefühl habe, die westlichen Werte zerfallen von innen. Das interessiert mich besonders, Ja, weil ja. natürlich ich in diesem Spiel vorkomme, The Fire Rises in Hearts of Iron 4. Und da haben wir ja nächsten Samstag, glaube ich, in 2 Wochen, haben wir diese Session, wo wir das dann durchspielen werden. Vielleicht kannst du danach die einschalten. Ja. Und vielleicht spielen wir das einmal online, wenn es Ja, das so gibt. das ist analog, aber kommen wir gleich dazu. World Control ist auf jeden Fall ein gutes Thema, hoffentlich für die Guten. Ja, Masseltoff. das hat eine ganz tiefe Geschichte, die ich dir erzählen will hier. Bitte, Jetzt, bitte. nur weil du mich, um das abzuschließen, oder weil du mich gefragt hast, woher kommt, warum bin ich war 10 Jahre auch nicht wirklich auf Instagram aktiv. Ich habe im April mein Studium der Ludologie, der Spielewissenschaften abgeschlossen. Eigentlich ist das mein Hauptzweig. Ich habe nur gemerkt, dass ich irgendwann
letzten Jahr eigentlich kaum mehr denken konnte, weil ich mich gefragt habe, also ich sehe den Antisemitismus, Antizionismus, Antijudaismus, ja, also egal ob es ein religiös behafteter ist, der jetzt hauptsächlich, sage ich mal, aus muslimischen Kreisen kommt, ob es der klassische Antisemitismus ist, der aus den rechten Kreisen kommt, oder ob es der, ich sage mal, politisch korrekte Antizionismus aus der linken Bubble kommt. Das ist aus allen Ecken gequollen und ich habe mich gefragt, wieso bitte hört man aus Österreich nichts? Wo bitte sind die Politiker, die etwas sagen? Wo sind Schauspieler, die was sagen? Comedians, die was sagen? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo sind Demonstrationen der Israel-Solidarität, ja, wo ich mich anschließen kann? Ja, also Naja, ein paar Aktivitäten hat es schon gegeben. Zur Ja, Befreiung und- der Geisel. Ich war selbst auf einigen Mahnwachen am Heldenplatz. Also Ja, da waren und- schon große Veranstaltungen. Auch mit dem Bundespräsidenten, auch mit Geiseln, Familien, Angehörigen. Ja, und die große Peinlichkeit, die ich dabei empfunden habe, ist, dass das eigentlich fast ausschließlich nur von der jüdischen Community selbst initiiert und organisiert wurde. Also wenig Österreicher, die also- dort aktiv teilgenommen haben. Genau, also ich sage mal, schon teilgenommen, aber ich glaube, wenn die jüdische Community nichts gemacht hätte, wäre es peinlich still gewesen. Und das ist das, was mich am meisten berührt hat, auch im ORF. Ich sage mal, wenn der Nahe Osten besprochen wird, wird die jüdische Community eingeladen. Oder wird der Oskar Deutsch von der israelischen Community, Kultusgemeinschaft eingeladen. Also so als es wird trotzdem auch der Nahostkonflikt auf der jüdischen Community hier selbst ausgetragen. Und das finde ich über alle Maßen schändlich. Ich dachte damals, als relativ bald nach dem 7. Oktober auch der Wiener Zentralfriedhof, der jüdische Teil des Wiener Zentralfriedhofs, einen enormen Brandanschlag ausgesetzt war, dass jetzt irgendwie die Massen an Österreicherinnen und Österreichern auf die Straßen gehen und sagen, nicht mit uns, nie mehr wieder. Das war nicht wirklich der Fall. Und ich habe Also gemerkt, du bist schon sehr kritisch gegenüber der österreichischen Öffentlichkeit und der Bevölkerung, dass so ein versteckter Antisemitismus nach wie vor sehr stark ist. ich glaube, also der war immer da und ist immer da. Aber mir ist schon aufgefallen, was Österreich auszeichnet, auch die nicht antisemitische Bevölkerung, die es ja sehr wohl gibt und die auch die trotzdem die Mehrheit der Gesellschaft darstellt, wie ich meine, dass sie einfach still bleibt. Also dass die Gemütlichkeit Österreichs tun, wegschauen. ist nichts tun, wegschauen, Geht mir nichts an. geht mich nichts an. Genau. Also einfach der Mangel an Zivilcourage hat mich über alle Maßen peinlichst berührt. Und Das ist ein vernichtendes Urteil. ja, Das ist sehr bedauerlich in Wirklichkeit. und das ist nicht nur, was Antisemitismus betrifft, das ist jetzt, glaube ich, auch unser Metathema, was uns verbindet, die Neutralität Österreichs. Ja, Darauf kommen wir noch. wo wir einfach glauben, also wie im Kleinen, wie im Großen, wir können uns aus allem raushalten und zuschauen und sagen, es geht mich alles nichts an. Normalerweise erzieht man die Kinder, dass sie sich engagieren, dass sie was machen, wenn sie Unrecht sehen, dass sie aktiv werden Richtig. gegen das Falsche. Es ist Warum witzig, ist das dass, bei uns dann als Bevölkerung nicht der Fall? das ist mir gerade in den Kopf geschossen. Ich habe in der Schule mit Freunden, haben wir auf Eigeninitiative ein kleines Experiment gemacht. Irgendjemand von uns hat sich auf den Boden gelegt und 5 Leute haben so getan, drauf loszutreten. Und wir haben das am Rochusmarkt gemacht, das ist die Schule, und geschaut, na, niemand wird was tun. Niemand? Also nein, also das kann mich noch erinnern, das war vor 20 Jahren. Also, und das ist, ich finde das sehr schade, weil ich sag mal, man wächst in Österreich, oder sagen wir, wenn du schon gesagt hast, wenn man im linksliberalen Spektrum aufwächst, also ich sag mal, ich bin trotzdem stolz sozialdemokratisch aufgewachsen, in Wien. Und dann Es ist ja nicht unüblich, in Wien sozialdemokratisch aufzuwachsen. Also der Konsensus ist ja so. Ja, aber also- die Sozialdemokraten sind natürlich Solidarität, ja, ist Richtig. ja der richtige Wert. Ja. Richtig. Dass man hilft, man spricht sie an als Genosse, man Ja. unterstützt sie, man braucht ja und will ja unbedingt diesen gemeinsamen Sozialstaat, der eigentlich auf Solidarität aufbaut. Also eigentlich sollte man helfen als Sozialdemokrat, aber die Sozialdemokratie international, Das- leider missing in action. Ja, also die Gemütlichkeit ist einfach, glaube ich, unser größter Feind, was das betrifft.
Und ich meine, ich glaube, Solidarität ist nichts rein Linkes, das ist generell eine Gesellschaft, braucht Solidarität. Man hilft Schwächeren, weil einem auch geholfen werden will, wenn man selbst einmal nicht in der Lage dazu ist. Ja, die Österreicher laut den letzten Umfragen wollen nur, dass die anderen uns helfen. Wir wollen niemanden. Richtig. Ja. Das ist Solidarität auf Österreichisch. Genau. Und ich hab gemerkt, also mit Antisemitismus, es ist schon das Fundament unserer Zweiten Republik. Das ist ein bitteres Urteil. Und nach In allen Parteien, in allen Richtungen? Ich würde sagen, ja. Christlichen Antisemitismus, nationalen Antisemitismus Ja. und Antizionistischen, beziehungsweise, ich sag mal, ich bin eher im liberalen Teil. Ich war auch nicht, ich schätze Beate Meinl-Reisinger sehr. Ich habe sie immer sehr geschätzt. Aber auch im als Außenpolitikerin hat sie dann auf einmal wirklich sehr große Spagate angefangen zu machen. da waren einige unglückliche Momente. Ja. Ja, das war wirklich sehr bedauerlich. Der Brief, den sie da unterschrieben hat. Ja, absolut. Ich finde es, gerade als Liberal, wenn man sagt, Eigenverantwortung, ja, generell liberale Werte, Gleichstellung von Mann und Frau, also Liebe unter allen Geschlechtern. Und ich meine, wenn es Nahosten, Israel und rundherum geht, es sollte so sonnenklar sein, wo einzig und allein diese Werte zu Hause sind. Und ja, wie habe ich dann auf Instagram angefangen? Ich glaube, ich habe nach dem 7. Oktober bin ich ein Jahr lang wirklich, habe ich einen persönlichen Rückzug betrieben, wie nie in meinem Leben zuvor, weil mich wirklich die Gesellschaft angewidert hat. Ich war wirklich angewidert von der Gesellschaft. Ich habe, wie viele, die dazu einen Bezug haben, enorm viele Freundschaften verloren nachher, nach dem 7. Oktober, weil also da wurde das westliche Fundament derart angegriffen. Also solche absolut also nicht einmal Tiere machen solche bestialischen Attacken. Und die Reaktionen darauf waren Relativierung, Kontextualisierung, also ich dachte, gerade in der linken Bubble wird jetzt sein, okay, gut, wir waren immer Palästinenser unterdrückt, arm und so weiter, aber wer sowas macht, ist out. Nein, das ist nicht passiert. Also entweder gab es diese Kontextualisierung, wenn nicht sogar Jubel, und im besten Fall nur Stille wirklich Jubel? Wer kann bei solchen Graultaten... Ja, ich sage jetzt nicht wirklich politische, keine Politikerin bei uns, ja, aber ich sage mal es gab in den akademischen Welten genug Jubel für den Widerstand. Ja? Schrecklich. Und das ist schon, also ich meine, gerade man muss linke Studierende auch daran erinnern, warum demonstriert ihr gegen den Akademikerball? Warum? Weil der Antisemitismus damals genauso auf den Unis, sowohl von Studierenden wie Professoren, wissenschaftlich verpackt wurde und gesellschaftsfähig gemacht wurde. Und genau dasselbe, ich meine, gut, es war immer schon so, dass im linken Spektrum die Palästina-Solidarität irgendwie zum guten Ton gehört hat, ein bisschen, wo ich mich jetzt nie... Ich war jetzt auch nie so stark im linken Spektrum. Also wie gesagt, ich bin nur sozialdemokratisch gut in Wien aufgewachsen. Aber da ist viel an die Oberfläche gekommen, nämlich einerseits, das sind 50 Jahre lang gewachsene Strukturen. Man kann einmal Free Palestine schreien und es sind... Das Ärgste, was ich persönlich erlebt habe in den letzten 2 Jahren bei dem Thema, war eine Demonstration vor dem österreichischen Parlament, direkt vor dem Parlamentsvorplatz, da war der Palas Athene, Ja. wo ein großes Banner angebracht war, vom River to the Sea. Richtig. Und da waren hunderte von Leuten,
die meisten wahrscheinlich eher aus dem arabischen Background, würde ich sagen, aber auch viele aus dem linken Spektrum, die dort gemeinsam hier dieses Transparent am Boden gemalt haben oder ich weiß nicht, was für eine Form, aber es war eindeutig. Ja, From the river to the sea. absolut, es ist Im eindeutig. September war das, glaubst du. Und Wie beurteilst du das? Warum findet sowas in Österreich statt? Warum ist das erlaubt? Ja? Und was sagst du zu solchen Entgleisungen? Nein, warum ist es erlaubt? Ich habe das die Polizei auch gefragt einmal bei Demonstrationen. Es ist anscheinend noch im Meinungsfreiheitsraum da. Aber River to the Sea, da ist Das dann ist, kein Platz mehr es für ist, Israel. es ist ganz klar, dass das ist der genozidale Ruf, Israel auszulöschen. Was ein Wahnsinn ist, warum das so ist, es kommt jetzt raus, gerade Amnesty Austria, finde ich, ist einer der stärksten Akteure, was das betrifft, die ja wirklich ihre eigene Definition auch von Genozid entwickelt haben, wobei so etwas ja auch nur von einem internationalen Gericht festgestellt werden kann, darf. Und gerade Amnesty Austria sind Rechtsanwälte, die müssten das wissen. Und das finde ich ja den größten und bedenklichen Wahnsinn, dass hier wirklich im Namen der Menschenrechte die Menschenrechte ausgehöhlt werden. Und das ist jetzt offensichtlich geworden, das hat eine, sag ich mal, 50 Jahre lange Infrastruktur, das ist kultiviert, das hat auch mit Sowjetgeschichte zu tun und den arabischen Ölstaaten, die ich meine 1973 ja auch ein Ölembargo verhängt haben auf alle Länder, die mit Israel noch handeln. Nach dem Überfall im Yom Kippur-Krieg. In der Genau. Nacht vom Yom Kippur, wo die Weil sie es nicht schaffen einzusehen, mit der dass sie Unterstützung Kriege der verlieren. Sowjetunion, muss man einmal wieder erklären, mit der Unterstützung der Sowjetunion Israel angegriffen haben und versucht haben auszulöschen. Ja, und dass seither ist die UNO ja auch dieser große Antisemitenverein. Und ich meine, es ist ein bisschen auch, ich sage mal, das muss man jetzt auch. Du bist ja kritisch zur UNO. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen, meine Mutter hat bei der UNO gearbeitet. Ich bin als Kind, habe mich immer gefreut, wenn ich in die UNO City reinspazieren kann. Hier in Wien. Hier in Wien. Das ist ein sehr spezieller Ort. Ich bin von Zeit zu Zeit dort und ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ein Erlebnis. Es ist ja wunderschön. Und ich denke mir, UN hat schon sowohl beim Thema Ukraine als auch Israel jetzt da versagt. Na, absolut. Also ich meine generell die UNO, wir haben jetzt 80 Jahre UNO, wir sollten mal ein bisschen einen Kassasturz machen. Vielleicht eine kleine Reform des Sicherheitsrats. Also ich sage jetzt bitte einfach nur, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, es ist wahrscheinlicher, dass man von einem UNO-Hilfsmitarbeiter ermordet wird, als von einem UN-Soldaten. Ja? Also das muss man einfach mal einsacken lassen. Und das repräsentiert... Du bist besonders kritisch bezüglich der UNRWA. Ja klar, ich meine, die UNRWA, das muss man auch betonen, macht ein Viertel der gesamten UNO-Belegschaft aus. Ja? Von denen sind aber 99% Palästinenser selbst, lediglich 1% sind internationale Mitarbeiterinnen und die sitzen hauptsächlich in der Schweiz und betreuen das Bankkonto. Ja, also ich meine, dass allein solche Sachen dann trotzdem auch von Journalistinnen unhinterfragt als heilige Kuh behandelt wird. Gut an. UN. Genau, was also dahinter steckt. Es geht um dieses Prestige. Also das von dem die UNO lebt, und das kann ich nachvollziehen. Also man kommt da rein, ist ein wunderschöner großer Brunnen, man kommt rein, all diese Flaggen. Ja. Ich liebe viele Flaggen, ich liebe Multilateralismus, du ja auch. Ja. Ich liebe den Eurovision Song Contest, ich liebe Olympische Spiele, ich liebe WM, ich liebe alle Veranstaltungen, wo auf zivilisierte Art und Weise ganz viele Kulturen, Nationen, Flaggen zusammenkommen. Und du bist wahrscheinlich schon dafür, dass Israel am Song Contest natürlich teilnehmen kann. Also das ist nochmal was ganz Persönliches, weil man... Wir hatten diese Idee aufgebracht, dass das nicht so sein sollte. Naja, alle Antisemiten dieser Welt, sagen wir mal so. Und die gibt es in allen Ländern und in allen Parteien. Und es ist... Mein Vater wollte ja selber mal zum Song Contest 2004 mit einem Song Link Love, ich liebe dich in allen Sprachen.
Ja, das war's. Durchaus Eine ganz einfache Message. Und für mich war der Song Contest auch immer, es steht für eines über allem, Inklusion. Ja? Ja, sicher. Wenn man jetzt mal anfängt mit Exklusion, dann ist das Gift für den Eurovision Spirit. Und der Eurovision Spirit ist und war nie auf die geografische Region Europas beschränkt, muss man auch mal sagen. Der Eurovision ist für mich eigentlich die liberale Bastion. Ja, das ist ein Everything Goes. Du kannst so grotesk, du kannst so absurd, du kannst kannst Balladen singen, Gothic, Heavy Metal, whatever, everything goes, express yourself, just win the hearts and minds of people. Ja, das ist für mich der Eurovision Song Contest. Und auch, ich finde, hyperdemokratisch, warum es auch so gut funktioniert, der Eurovision Song Contest repräsentiert für mich eines über alles, wählen, wählen, wählen. Du kannst 10-mal abstimmen, ja? Und du kannst nur für jemanden stimmen und nicht gegen jemanden. Ja? Also, und deswegen gewinnen immer die Herzen entfachen können. Israel hat ja, glaube ich, schon mehrmals gewonnen, oder? Ja, Israel hat ja, glaube ich, auch eine der ersten, eine lesbische Sängerin schon in den 70ern. Der Eurovision war immer das progressive, liberale Podium. Ja? Und gerade die liberale, progressive Welt muss sich hier da ehrlich in den Spiegel, also aus der ich ja komme, muss ich hier ehrlich in den Spiegel schauen, wie sehr sie sich selbst verrät, ja? Indem sie wirklich absolut unheilige Allianzen mit islamistischem Terror teilweise eingeht. Wie gesagt, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Das ist der einzige Ort, wo es Pride Parades im Nahen Osten gibt. Das ist der einzige Ort, wo man frei lieben kann, wie man will. Und das sollten wir als Westler verteidigen und hochhalten. Und ich bin froh, dass Österreich und Deutschland hier das klargemacht haben. Also man merkt, auch wenn der Antisemitismus bei uns stark ist, das formelle Feigenblatt wirkt. Aber ja, das ist all der Grund, warum ich auf Instagram angefangen habe. Also ich war 10 Jahre nicht auf Instagram und es hat mich alles beklemmt und ich habe irgendwann einfach nur das Handy packen müssen und rausreden müssen und sagen... Wie war der erste Moment, wenn man sich traut aufzuladen und seine Meinungen zu einem durchaus, das ist ein durchaus kontroversielles Thema. Da gibt es ja Leute, die dagegen sind. Da bist du vielleicht der Gegenstand von Hass und Anfeindungen geworden. Wie ist deine Erfahrung? Ja, also das würde ich auch gerne sagen, um Mut zu machen, nämlich. Ich sage mal, erstaunlich wenig Hass. Ich kann dann noch sagen, warum ich glaube. Aber es hat bei mir so angefangen, dass ich einfach mal ins Handy reingeredet habe und gesagt, Leute, wir müssen reden. Da kamen einerseits die Antisemitismus-Statistiken raus und es war halt immer rechtsextrem und ab dem 7. Oktober ist alles explodiert und es war 1/3 rechtsextrem, 1/3 islamistisch, 1/3 links. Und das war für mich so klar, Leute, wir müssen reden. Das betrifft uns alle. Und es kam einfach mal Stille zurück. Und ich habe aber gemerkt, ich war zumindest mal im Hirn etwas befreit und konnte wieder eine Woche lang meiner Arbeit nachgehen. Bis sich alles wieder mit... Also eine gewisse Selbsttherapie. Es war nur mit Selbsttherapie angefangen. Ich habe 3 Monate lang ins Handy geredet und habe ein Like bekommen von einem spanischen Freund, der gesagt hat, Ivo, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ich liebe dich, egal was du machst, ich liebe dich. Ja? Und es war so super. Das war mein einziges irgendwie Feedback, das ich bekommen habe. Das hat sich ja mittlerweile ziemlich geändert. Und das hat sich geändert. Ja sehr bekannte Instagram-Persönlichkeit geworden. Ja. Es war witzig, weil es sind dann Leute zu mir auf der Straße gekommen und gesagt, du Ivo, ich folge all deinen Videos, ich mag, was du sagst, ich bin voll bei dir, aber ich traue mich nicht zu liken und zu kommentieren oder sonst etwas. Ja? Es haben jüdische Freunde haben mir gesagt, so, Ivo, danke, was du machst, du weißt ich kann nichts sagen, ich bin im Kulturbereich. Ich habe gesagt, Leute, das gibt's doch nicht. Ja? Im Kulturbereich. Ja? Ich meine... die haben Angst gehabt quasi. Die haben eine Angst. Also mit um den Job, dieses Klima vom Mobbing, von keine Aufträge, von keine Förderungen, bla bla bla. So weit ist mittlerweile diese
antisemitistische Stimmung. Absolut. Also ich sage, jetzt bessert sich es langsam, seitdem auch durch den Ruiz und Jelinek endlich mal einen offenen Brief gegen Milo Rau geschrieben haben und sowas. Aber ich sage, gerade die Kulturwelt, das sind alles Bastionen einer westlich-liberalen Gesellschaft. Ja? Ab einem Zeitpunkt, wo ein Klima der Angst herrscht, dass sich Leute ihre Meinung nicht mehr sagen zu trauen. Und wenn die Meinung in Österreich ist, zum jüdischen Staat zu stehen und sich Leute das nicht mehr sagen trauen, ja, dann haben wir ein Problem. Also das ist deswegen... muss ja grundsätzlich schon Staats- und Gesellschaftsräson sein in Österreich am Land. Ja, aber das ist nicht nur ein formelles Feigenblatt ist, sondern dass auch, ich sag mal, die reguläre Zivilgesellschaft sich traut, sich zu äußern. Und ich bin jetzt auch über das letzte Jahr drauf gekommen, es gibt genug Leute, die so denken. Und das ist unabhängig vom politischen Spektrum. Also egal ob links, rechts, liberal, grün. Ja, es gibt ganz viele, die an der Seite Israels stehen, die das alles als einen Wahnsinn betrachten. Und sie haben es gibt kein Sprachrohr dafür. Und ja, man merkt, das ganze Palästina-Solidarität hat eine 50 Jahre lang gewachsene Infrastruktur. Es gibt nichts Vergleichbares zu sagen, I stand with Israel. Und es gibt Ivo Herzl. Es gibt Ivo Herzl, ja. Und du machst ja wirklich viel. Also Instagram ist jetzt nur das Visible, aber du machst ja Mahnwachen, du lädst zu Veranstaltungen ein, da ist einiges da. Also ich habe am 8. Oktober dieses Jahres mal eine Demo organisiert und das war mir ganz wichtig zu sagen, dass es eine nicht jüdisch organisierte Demo war. Es war unter ein bisschen dem Namen You Are Not Alone. Und das ist für mich der Grundsolidaritätsgedanke. Ja? Man hat die jüdische Gemeinschaft komplett allein gelassen mit dem Antisemitismus. Und das Grundlegendste an Solidarität ist zu sagen, you are not alone. Ja? Also wir stehen an eurer Seite, auch wenn wir wenige sind. Ich habe ja deswegen angefangen, diese T-Shirts zu machen. Mazel Love. Der Grund, warum ich glaube ich... habe das erst jetzt verstanden, ich habe immer gedacht, das heißt Mazel Tov. Es heißt nicht Mazel Tov, ich habe ein Wortspiel gemacht, ja, es ist grammatikalisch hebräisch nicht korrekt. Es geht um die Liebe, nehme ich jetzt an. Es geht um die Liebe, sehr gut. Ja. Und ich habe auch gute Kolleginnen auf der Angewandten, ja, auf der Kunstunis, ja, denen geht es ja überhaupt grauenhaft. Also ich meine, wenn die nicht auf der Pro-Palästina-Seite sind, also die trauen sich am Gang nicht zu reden. Ja? Und ich bin immer warum sind eigentlich unsere Universitäten so gekippt in dieser Frage? Was ist da deine Analyse? Ich glaube nicht, dass sie gekippt sind. Ich glaube einfach eben, dass es jahrzehntelang kultiviert wurde und wir das verharmlost haben. Ja? Und ab dem 7. Oktober hat man gesehen, man braucht nur ein Streichholz reinwerfen und das brennt. Und da stehen keine Feuerlöscher parat. Also ich glaube nicht, dass jetzt auch, wie gesagt, alle... Das ist ja das Ding. Es kann eine kleine, radikale, laute Minderheit eine Masse vereinnahmen. Und das hauptsächlich dadurch, wenn der Großteil einfach still und gemütlich ist. Ich glaube nicht, dass der Großteil der österreichischen Bevölkerung antisemitisch ist, ja? Aber solange der Großteil absolut still bleibt, kann eine kleine radikale Masse alles übernehmen. Und dieses... Da hast du sicher recht, aber anti-israelische oder antisemitische Vorurteile oder antisemitische Haltungen, Denkmuster sind schon sehr weit verbreitet in Österreich. Ja, ich sag mal, in der ganzen christlich-islamischen Welt, das muss man schon sagen. Ich meine, was man... Also nicht nur in Österreich, glaubst du, das ist kein spezifisches österreichisches Phänomen. Nein, also wie gesagt, mein Vater war Gründer der Schule für Dichtung. Ich habe mich immer für Schrift und ich sag mal Medienkunst auch interessiert. Und ich habe das für mich dann so begriffen, was das Judentum auszeichnet, ist, dass es eine revolutionäre mediale Erfindung gemacht hat, nämlich die phonetische Schrift. Ja, 22 Zeichen, die Laute darstellen, mit denen man auf einmal hochkomplexe Ideen darstellen kann. Und das
Vor 3000 Jahren, bitte, vor 3000 Jahren. Und umliegend war Mesopotamien mit ihren tausenden Keilschriftzeichen und Ägypten mit ihren tausenden Hieroglyphen. Also lesen und schreiben konnten damals nur eine ganz kleine, hohe Priesterklasse und Elite. Und in diesem damaligen, vor 3000 Jahren Machtfeld an Supermächten in irgendwie Babylon, Assyrien, Ägypten, hat sich in der Levante, im heutigen Israel, einfach man redet von 12 Stämmen, aber sagen wir mal wilde verschiedene Volksgruppen zusammengefügt und haben eine revolutionäre Schrift erfunden, um miteinander zu kommunizieren. Und das ist das, was, glaube ich, Leute einfach einmal verstehen müssen. Die jüdische Bevölkerung war das erste durchgehend literale Volk in der Menschheitsgeschichte. Nachdem der erste Tempel 586 vor Christus zerstört wurde und es praktisch damals schon kein jüdisches Königreich mehr gegeben hat, haben sie ihre Kultur erhalten, indem sie alles niedergeschrieben haben, was man 1000 Jahre davor mündlich sich nur weiter erzählt hat. Und haben all ihren Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Also die Rabbiner waren die Schriftgelehrten, die die Priesterklasse abgelöst haben, wie es kein Königreich mehr gegeben hat. Wir haben erst unter Maria Theresia die allgemeine Schulpflicht bekommen. Ja, also das ist einfach das, was man mal begreifen muss, warum der Antijudaismus 2000 Jahre lang gefruchtet ist. Wahrscheinlich haben die teilweise nur die Einkaufsliste geschrieben, aber Leute haben geglaubt, das ist irgendeine magische Zauberformel. Ja, die konnten lesen und schreiben und rechnen. Und nachdem der Tempel das zweite Mal zerstört wurde, es gab ja dazwischen einen Wiederaufbau vom Römischen Reich, praktisch eigentlich der erste Holocaust, da wurde ja der jüdische Tempel das zweite Mal zerstört in Jerusalem und ich glaube 1000 jüdische Dörfer. Und ja eben dann von Hadrian das Gebiet in Syria-Palästina umbenannt, um ihnen eigentlich nur eins auszuwischen. Aber Ivo, bevor wir jetzt eine eigene Geschichte machen für Israel, nein, müssen wir noch ganz kurz zur NATO-Frage kommen. Ja, also, wir müssen jetzt wieder zurück. Ich wollte nur sagen, dass niemand hätte sich denken können, dass auf diesen jüdischen Geschichten, die sie einfach nur niedergeschrieben haben, um ihre Kultur zu erhalten, 2 Weltreligionen entstehen. Ja? Dass nach dieser zweiten Zerstörung im Wahn Leute gesagt haben, naja, da gab es doch noch einen Propheten, hättet ihr ja doch auf den gehört, der Jesus Christus, wäre das alles nicht passiert. Und dann ein paar Jahre später nochmal der letzte Prophet. Also ich meine, ich sage, mit dieser Zerstörung Israels damals hat sich ja die jüdische Diaspora im ganzen Mittelmeerraum im Römischen Reich verteilt und im arabischen Raum. Und das Einzige, was sie mitgenommen haben, waren ihre Schriften. Und auf diesen 2 Schriften, ich habe gesagt immer, wenn es damals Copyright-Gesetze gegeben hätte, es wäre nie zum Christentum und Islam gekommen. Und wir haben 2 Schriftreligionen, das Christentum und den Islam, denen man beitreten kann, ohne lesen und schreiben zu können. Ja, und gegen so, heute haben wir 4,5 Milliarden christlich-muslimische Follower, da kommen 16 Millionen jüdische Follower dem Algorithmus einfach nicht an. Also das ist einfach das moderne Problem des Antisemitismus in unserer digitalen Welt. Und es hält halt einfach jetzt dafür her, wieder mal als Sündenbock für alle Probleme auf der Welt. Und die Gefahr ist eben nicht, also ich sage mal, Israel hat gelernt, sich zu verteidigen. Aber die Gefahr, das ist beeindruckend. Das ist eben das, was ich sage, das ist eigentlich eine Inspiration, die uns dienen sollte. Also man sieht die Begeisterung für Israel wirklich das brennt richtig in dir und das ist wirklich schön anzusehen. Du hast dich sehr gut eingesetzt jetzt für Israel hier in Österreich und für ein neues Israel-Bild in Österreich. Das ist natürlich nur eine große Aufgabe, die kommen möchte. Aber ich möchte jetzt ein bisschen sprechen auch über die Zukunft, was wir machen könnten, in der Form, dass die Frage, ob du Israel als europäisches Land siehst. Vielleicht können wir das besprechen, ob man sie dann, du hast ja schon erwähnt, Ursula von der Leyen hat sogar vorgeschlagen, dass man das Assoziierungsabkommen einstellt und ob man nicht eine europäische Zukunft Israels entsprechend bewerben könnte oder ob das möglich wäre aus deiner Sicht. Ja, ich bin da voll bei dir. Ich glaube eher, die Frage ist, will Israel das? Also ich sage mal, Europa steht bei Israel ganz tief unten im Kurs.
Ja, ich glaube, Das ist so schlecht. Das, naja, absolut, absolut. Das habe ich auch Also, nicht gewusst. also ich sag mal, wir könnten uns freuen darüber, wenn Israel näher an Europa ist. Ja? Wir können enorm profitieren von ihren Technologie, was Umwelttechnologien betrifft. Ich meine, sie haben es geschafft, in der Wüste Gemüse anzupflanzen. Das sollte man Greta Thunberg mal irgendwie erklären. Sie schaffen die beste Raketenabwehrtechnologie, Drohnenabwehrtechnologie. Wir können von Israel profitieren. Aber sehr großzügig gegenüber der Ukraine waren sie jetzt noch nicht in diesem technologischen Transfer. Kann man da vielleicht hoffen, dass noch mehr? Ja, ich glaube, das wäre eigentlich die europäische Aufgabe. Wenn Europa hier mal endlich wieder Drehkreuz ist zwischen den Demokratien, und das heißt, sowohl zu der Ukraine zu stehen, als auch zu Israel zu stehen, als auch zu den USA zu stehen. Wir können da nicht anfangen, Cherrypicking zu machen. Ich glaube, das ist unser großer Fehler. Also ich meine, ich glaube, Zelensky hat ja im israelischen Knesset schon geredet und hat gesagt, es verbindet uns viel. In Österreich ist ja das ein bisschen schief gegangen, ja. Ja. Aufgrund der Sozialdemokraten und der Freiheitlichen, die dann rausgelaufen sind. Ja, es ist peinlich. Wie war der Auftritt von Zelensky in der Knesset? Das habe ich nicht Nein, er hat Israel schon gesagt, also so oft die Ukraine und Israel gehen, haben ein ähnliches Schicksal, nämlich dass sie von Feinden umringt sind, die sie auslöschen wollen. Ja? Und das müssen Leute einerseits mit Israel mal verstehen, aber auch mit der Ukraine. Das ist Russland hat Auslöschungsfantasien gegenüber der Ukraine. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas Rudimentäres, zu dem wir jetzt mal kommen sollen. Wir in Österreich wissen es nicht, was es überhaupt heißt, Feinde zu haben. Was ein Feind ist. Wir sind ja neutral, ja? Wir haben daher nur Freunde. Wir haben nur Freunde, genau. Sehen das viele. So sehen das viele. Aber ein Feind als jemand, der einen einfach den Tod wünscht. Egal, was man macht. Ja? Das ist nicht mit Geld und wirtschaftlichem Aufschwung oder künstlerischer Kooperation zu lösen. Ja? Das ist wirklich ein Konzept, das in Österreich niemand versteht oder nur wenige. Das versteht einfach tief im niemand. österreichischen Wesen ist, dass uns jeder mag und uns keiner was tun will. Und dass das überall auf der Welt so sein sollte. Ja, aber generell europäisch. Also wir sind, Europa hat sich 1000 Jahre lang immer nur bekriegt. Ich glaube, es gab 1000 Jahre keine Generation, die ohne Krieg ausgekommen ist. Jetzt haben wir seit 80 Jahren keinen Krieg und wir wissen nicht, was das heißt. Ja? Also meine Medienanalyse damals war ja auch, wie über den Ukraine-Krieg berichtet wird. Man sieht hauptsächlich Bilder von Politikern. Die einzigen Zahlen, die man mitbekommt, sind die Milliarden an Hilfsgeldern. Niemand in Österreich, nicht mal Journalisten, wissen, wie viele Leute sind jetzt im Ukraine-Krieg schon gestorben. Dass das wahrscheinlich um die 300.000 sind, es geht auch an der öffentlichen Wahrnehmung vorbei. Im Ukraine-Krieg ist die Wahrnehmung, als ist das ein Politiker-Monopoly, wo es nur ums Geld geht. Ja. Und im Nahostkonflikt redet jeder von einem Genozid. Und die junge Generation denkt nur noch in Geld und Genozid und weiß nicht mehr, was es heißt, Krieg. Es war schon bemerkenswert, dass eigentlich jede Nacht Ukrainer sterben durch die Angriffe Putins. Aber wenn einmal jetzt der österreichische Journalist Wehrschütz dann eben angegriffen wurde, und das war mutig von ihm dorthin zu flanken, und zum Glück ist nichts passiert. Ja. Aber es war dann trotzdem die größte Überraschung, unser Journalist wird angegriffen. Ja. Als ob nicht jede Nacht dort Leute sterben würden und jeden Tag Leute sterben würden. Es ist schon erstaunlich, wie sehr wir uns selbst in diesen neutralen Schutzmantel uns denken, dass das so eine Art Schutzschirm ist, ein Unsichtbarkeitsschirm und dass alle uns nur Gutes wollen. Absolut irre. Ich empfehle ja auch jedem, fahrt einmal in die Ukraine, die Westukraine. Ich war vor 2 Monaten in Lviv. Es ist erstens die österreichische Stadt, in der ich je war. Also das ist Habsburgertum wie pur. Salzburg. Es ist wunderschön. Die Leute sind ein Wahnsinn. Man kann hervorragend essen. Ich empfehle auch jeden, fahrt einmal nach Israel. Ja. Man wird mit Menschen in Kontakt kommen, die einen ungebrochenen
Willen haben, eine ungebrochene Lebensfreude. Und ich glaube, das Inspirierendste wirklich, was ich seit langem je gesehen habe, war wirklich der Militärfriedhof in Lviv. Das lebt. Im März auch dort. Das Das ist sehr lebt. bewegend. Also das ist kein klassischer irgendwie Militärfriedhof, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, wo Stein nach Stein ist. Das blüht voller Blumen, da wehen die Flaggen und man hat wirklich so das Gefühl, die Menschen, vor allem in der Westukraine, die liegen lieber tot dort, bevor die Russen das Land übernehmen. Also das ist ein Kampfgeist, eine Moral, die unbeschreiblich ist. Und ich würde, das sind, glaube ich, Sachen, das sind so grundlegende Sachen, die ich gern vermitteln würde, auch an einer jüngeren Generation. Krieg heißt nicht nur, wie viele Waffen haben wir, wie viele Menschen sind da in der Armee. Wir glauben immer, das ist so ein Zahlenspiel. Ja? Das allererste, was es ist, fängt hier im Kopf an. Weißt du, wofür du kämpfst? Warum du kämpfst? Wofür es sich lohnt zu kämpfen? Das nächste ist der Zusammenhalt in einer Bevölkerung. Und dann ist genau das, was die Ukraine und auch Israel beweisen, eine enorme Kreativität. Ja? Also ich meine, ich rede von der Pager-Aktion, mit denen die Israelis die Hisbollah praktisch lahmgelegt haben. Oder wie die Ukraine mit ihren Drohnen ein Viertel der russischen Luftwaffe ausgeschaltet haben. Also ich meine, mit Kreativität und Kampfgeist lässt sich enorm viel lösen. Aber es muss einmal in die Köpfe der Menschen kommen, zu sagen, I stand with Ukraine. Und thank you, und jedem Soldaten zu sagen, I thank you for your service. Wir brauchen einfach so eine Kultur, wie sie in den USA immer da war und leider ja auch unter Donald Trump enorm in Mitleidenschaft gezogen wird, zu sagen, thank you for your service. Ja, freedom is not for free. Das leitet ja dann ganz gut in Richtung meines Lieblingsthemas. Also du kannst schon fast raten, was es ist. Es geht um die NATO natürlich. Und da die Frage Israel, Ukraine, Kosovo und Österreich. Ist die Zukunft in der NATO? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das schließt hier genau an, bevor wir auch überlegen, was geben wir alles an Milliarden aus an Waffen. Ja? Die größte Sicherheitsgarantie ist zu sagen, wir stehen zusammen. Wir sind mehr. Legst du dich mit einem von uns an, legst du dich mit allen von uns an. Das ist einmal die prinzipiell größte Abschreckungsmaßnahme überhaupt. Wir sind soziale Wesen als Menschen und nur ab dem Zeitpunkt, wo man alleine dasteht, ist man ein gefundenes Fressen im Falle des Falles. Und ich glaube, gerade Österreich wir glauben, weil wir umgeben sind von Freunden, ja, dass wir es uns auch leisten können, neutral zu sein. Ja, im Gegensatz zu Finnland oder den Niederlanden, die ja auch von der Neutralität geswitcht sind und relativ schnell zur NATO beigetreten sind. Und im Falle von Schweden schon 7 Milliarden Euro an Waffenhilfe der Ukraine gegeben. Ja. Wie viele Ukrainer könnten nur leben, wenn Österreich auch 7 Milliarden Euro an Waffen gegeben hätte in den letzten Jahren? Ja. Und ich glaube auch tiefergehend, auch wenn man jetzt nur im Eigeninteresse von Österreich sogar überlegt, wenn das so weitergeht, wer sagt, dass wir von Freunden umgeben sind? Was ist, wenn wir von Russland unterwandert sind und immer mehr und auch eine komplett russlandfreundliche FPÖ wieder irgendwie in die Macht kommt? Und das ist nicht unwahrscheinlich, so wie die Linken sich einfach selbst zerfetzt haben. Ja? Naja. Also was ist, wenn eine FPÖ... Traditionell war ja in Österreich die Sozialdemokratische Partei das Instrument der Macht Russlands hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber mittlerweile ist die FPÖ hier die Nummer 1 und Absolut. verteidigt ja Russland in allen Fragen. Und was ist, wenn auf einmal dann alle unsere Nachbarstaaten sagen, Österreich ist das feindliche Nest unter uns? Naja, der Ruf ist ja leider schon gänzlich ruiniert. Ja, also das ist ja, wem bringt die Neutralität etwas? Derzeit hauptsächlich Russland.
Leider ist es ja so, dass man ja diese Außenministerin, die ist ja jetzt in Russland, die Kneißl heißt sie, und mit ihrem Tanz und Knicks vor Putin und Ja, ihrer jetzigen Rolle als RT-Kommentatorin von Russia Today hat sie uns ja natürlich enormen Schaden zugefügt. absolut. Ja, ja ich hoffe einfach, dass Österreich einmal aus dieser Gemütlichkeit rauskommt. Und ich glaube auch, dass Darf ich dich noch fragen, was du von österreichischen Politikern hältst, die in die Ukraine oder Israel oder Kosovo fahren und dort eben die österreichische Neutralität als Vorbild preisen und den Ländern, die schon überfallen sind, im Krieg sind und die ständig unter Bedrohung ihrer aggressiven Nachbarn stehen, ja, eben Neutralität als Schutz und politisches Konzept nach österreichischem Vorbild empfehlen. nein, ich glaube, wir stehen einfach nur lächerlich da. Ich glaube, wir stehen so als realitätsfremd und selbstverliebt da. Wohlstandsverwahrlost. Ja. Ähm, ich ich sage mal prinzipiell, es ist gut, in all diese Länder zu reisen und sich ein Bild davon zu machen. Ja. Aber man sollte diesen Ländern zuhören, bevor man ihnen Moralpredigten hält. Also ich sage, das war meine große Enttäuschung mit Beate Meinl-Reisinger, die sagt, ich war nach Israel und das ist unser guter Freund und als guter Freund kann man einem auch mal was sagen. Ich sage, als guter Freund kann man zuerst einmal auch einfach mal zuhören. Ja, bevor man hier aus einer komplett privilegierten Position versucht, Tipps zu geben. Ja, Sie wie hat gesagt, sich natürlich in das Herzen vieler gearbeitet mit der Vichy-Vánka-Einlage in Alpbach. Das war natürlich sehr gut, aber konkrete Waffen aus Österreich gibt es eben keine. gut, da sind wir ja noch zu neutral. Aber Und ich glaub, dass generell es der österreichischen Seele gut tun würde, endlich einmal aus dieser Gemütlichkeit rauszukommen. Also das ist ja, der Durchschnittsösterreicher jammert ja trotzdem sehr gerne und fühlt sich depressiv und nicht wohl. Ja. Und ich meine, da kann all der Wohlstand nichts helfen. Ja. Das habe ich für mich sehr wohl entdeckt. Eine starke Haltung, sich in den Spiegel schauen zu können, also das ist ein viel größeres Glücksgefühl als jegliche Nachspeise mit Schlagobers noch dazu. Also das ist ein bisschen auch so mein mentaler Ratschlag. Es tut gut, Position zu beziehen. Ivo, du bist wirklich sehr aktiv und du unterstützt jetzt Israel und die Ukraine natürlich sehr aktiv. Hast du eigentlich schon die Möglichkeit gehabt, eine Ideen im ORF entsprechend einem breiteren Publikum darzulegen? Nein. Also ich meine, Findest du es nicht normal, jetzt als Aktivist, als wirklich ein Mann, der was zu sagen hat und der für den öffentlichen Diskurs auch was beitragen könnte, dass man da hin und wieder eingeladen wird in den staatlichen Rundfunk? wenn ich und eingeladen dort werde, sage ich, seine Meinungen und seine Positionen, weil es sind ja durchaus auch viele Palästina-Aktivisten im ORF ständig. es ist schwierig, überhaupt eine Plattform zu bekommen. Also ich hab auch Beiträge geschrieben, die ich an alle Tageszeitungen und ORF und sowas, wo ich gesagt habe, einerseits auch Israel, das war jetzt am 13. Oktober, nachdem jetzt wirklich die letzten lebenden Geiseln freigekommen sind, ein paar Tote waren es noch nicht. Israel verteidigt unseren obersten Grundsatz Europas, nämlich die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Niemand hat verdammt nochmal das Recht, deine Kinder zu stehlen, deine Verwandten zu entführen, sie abzuschlachten, Das ist ja das, was die Hamas und Russland ständig machen. richtig, Geisel zu nehmen. Und bitte, Aber mit deinen Positionen, also hast du dich mal bemüht, beim ORF eingeladen zu werden zur Sache oder was da für Sendungen gibt, Formate? bemüht eingeladen zu werden. Also, wie gesagt, Ich persönlich habe mich bemüht, aber da ist noch nicht wirklich, weißt du, da ist eigentlich so eine Art Omerta, Ja. eine Schutzmauer es ist eine Bubble. der Also, eingefleischten Opinions, was man im Endeffekt in Österreich Ja. sagen und denken sollte. Ja. Das wird vorgegeben und wenn man außerhalb dessen steht, dann ist es schon so, dass man ganz sicher nicht im ORF ausgestrahlt wird. ja, ich glaube, es ist trotzdem so, Medien richten sich nach dem, was Staub aufwirbelt.
heutzutage stehen einem trotzdem dank Social Media eigene Kanäle offen. Man kann sich vernetzen. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu schauen, Mitstreiterinnen zu finden und gemeinsam diese Stimmen lauter werden zu lassen. Dann muss einem irgendwann einmal das offene Ohr geschenkt werden. Wenn man darum bittet, glaube ich, wird man immer abgewiesen werden. Also Also du bist für eine Koalition der Freunde Israels, der Freunde des Kosovo, der des Freunde Westens. Ich sage immer Nein, Democracy first. Warum ist das so schwierig? Ja, können wir einfach mal sagen, unsere positiven Sachen zu schätzen und herzuzeigen. Ja, ich glaube, dann kommen Leute auch automatischer. Ja? Was glaubst du eigentlich, ja, wenn man so sagt? In letzter Zeit ist ja ein bisschen eine Debatte, ob Österreich Teil des Westens ist. Es gibt aber FPÖ-Politiker, die wirklich ernsthaft sagen, im Fernsehen, habe ich selbst schon gesehen, ja, Ja. also der Westen, das sind die anderen. Ja. Was sind dann wir nach deren Auffassung? Und Du- findest du das nicht alles ein bisschen bedauerlich, Ja, dass ja. man heute 2025 Österreich irgendwie als Teil des neutralen Nirvanas bezeichnet? Das ist so. Ich meine Ex-Freundin war Tirolerin und hat immer gesagt, in Wien fängt Russland an. Und Balkan sowieso. Also ja, ich meine, gut, Österreich hat immer schon eine gewisse, wir haben es genannt, Vermittlerrolle, aber das war vielleicht Brücke zu was? Das war vielleicht so, wir schwärmen noch vom Wiener Kongress, aber mittlerweile muss man sagen, wir sitzen zwischen allen Stühlen und Ja, wir fallen werden immer weiter isoliert. und fallen eigentlich überall durch. Und es ist, Und unangenehm auf. ja, und fallen unangenehm auf. Und Und ich ich habe meine, gehofft, ist das, die neue Regierung wird es ändern. Und teilweise haben sie es auch gemacht, aber es ist noch nicht so. das kann wirklich. nicht in unserem Interesse sein. Selbst unser Bundeskanzler Stocker hat ja dann auch wieder begonnen, Österreich als Konferenzort und Konkurrenz zu Budapest für dieses Putin-Trump-Meeting ins Spiel Ja. zu bringen. Als ob wir da irgendwie so eine Rolle einnehmen könnten wie Orbáns Ungarn. Ja, Bist nein, du im Kern sehr Wollen wir bedauerlich? das? Die Wollen Frage wir ist, das? wollen wir das? Ja, es Ich will ist, sicher nicht. ich auch nicht. Ich frage mich, wer profitiert wirklich davon? Ja? Und ich finde, man sollte einfach mal Ideen kommunizieren. Das ist übrigens das, was ich in demnächst auch machen will. Das nennt sich Take Over Russia. Ja? Einfach mal zu kommunizieren. Ist das ein neues Brettspiel oder Nein, wird das nein, ernst? aber richtig, wir müssen noch über das Spiel reden. Als Titel kann ich immer Ex-Russia empfehlen, weil das ist ja mein Nein. Hashtag, den ich verwende. Mir ist das damals, wie dieses Eklat war von Zelensky bei Trump im Weißen Haus, habe ich mir gedacht, können wir doch bitte, also es herrscht diese Meinung, die Ukraine kann das nicht gewinnen. Ja, das Ja? ist apodiktisch, wird das im Und ORF das jeden ist Tag. einfach so, wir können jetzt nur herauszögern, aber sie kann es nicht gewinnen. Und ich sage immer, natürlich kann die Ukraine das gewinnen. Beziehungsweise Übrigens, wir da gewinnen. wir, ja, wenn Europa auch endlich einmal make a move. Ja, ich meine, England und Frankreich haben von 9 Monaten schon gesagt, wir schicken Truppen hin. Ja, und ich sage immer, schickt einen Soldaten einfach hin. That's it. Ja, also ich bin Fast noch wichtiger als die Soldaten sind die britischen Storm Shadow Raketen, die ja, nein, schon einfach- in großer Stückzahl in der einfach Ukraine sind. get some chips in the game. Zeigt, dass ihr da seid. Ich Ja? vermute fast, dass du auch für Taurus-Raketen aus Deutschland für die Ukraine bist. Es ist für mich alles, die Ukraine kann es einsetzen und sie haben vor allem bewiesen, sie wissen, sie haben gelernt, effizient Sachen einzusetzen. Ich war ja vor 2 Monaten in der Ukraine, beim Zurückfahren habe ich einen freiwilligen deutschen Soldaten im Zug kennengelernt und der hat mir gesagt, ich habe mich gefragt, so, was ist so gerade das Hauptthema? Und er hat gesagt, es ist einfach die irre Flexibilität des Schlachtfelds. Ja, also, und jetzt hatten wir da, ich weiß nicht, gesagt, vor ein paar Monaten hat dann die EU entschieden, man gibt irgendwie, weiß nicht, horrende Summe aus für irgendwelche Fiber-Optics-Drohnen. Und er hat gesagt, das war vor 4 Monaten top modern, ist seit 2 Monaten steinzeitlich und wenn das in der EU durch ist und draußen ist, kann man das eigentlich schon wieder einstampfen. Und wir verschwenden Gelder. Und die Ukraine weiß, wie man Gelder und Waffen einsetzt.
effizient einsetzt. Und ich glaube auch, dass in Zukunft es nicht nicht die Frage ist, wollen wir die Ukraine oder Israel in der NATO haben? Ja, es wäre für uns die Bereicherung. Die haben die Erfahrung. Ja, Also ich taste mir jetzt vorsichtig vor. Also du wärst schon dafür, dass Israel auch in die NATO? absolut. Du weißt, das ist mein Herzensanliegen. Absolut, ja. Okay, das freut mich, ja. Für mich ist eher die Frage. Jetzt haben wir schon zwei. Na, absolut. Das war der Moment, wo ich mich endlich verliebt habe, wo ich gesagt habe, yes, everybody join the Western Club. Ja, Genau so muss es sein. Join the Western Club, bitte. Gemeinsam sind wir stark. Und also ich meine, klar, die Ukraine will zur NATO. Bei Israel ist ja schon eher glaube ich, die sagen eher, werdet einmal mit euch selbst klar, wollen wir euch verteidigen? Ja, also ich hoffe einfach, dass Europa endlich mal aus dieser Wohlstandsverwahrlosung, aus dieser Selbstgerechtigkeit rauskommt. Unsere Antwort ist immer, es ist ein Problem, wir hauen Geld hin. Ja, aber sehr viel auch nicht, also so viel... Ja, aber es ist nicht gegeben an die Ukraine bisher, speziell Österreich. Ja. Deutschland hat jetzt budgetiert für nächstes Jahr, ich glaube es sind 9 plus 3,5, also irgendwas bei 12 Milliarden hat Deutschland budgetiert an finanzielle Hilfe für. Was haben Österreich? Was haben wir? Ja, gut, wie bei Österreich. Bei uns ist es unter ferner Liefen, marginal, kaum sichtbar. Aber in den Politiker-Announcements heißt es immer, dass wir gewaltige Summen der Ukraine geben. Ja. Weil wir verwechseln, was wir der EU geben, das dann weitergeht an die Ukraine, mit dem, was wir selbst bilateral geben, was wirklich zu vernachlässigen ist. Also wirklich sehr bedauerlich. Ja, ich meine, ich glaube, mit Geldern und Österreich das wird nicht sehr ehrenhaft bleiben, aber ich glaube, dass wir als Zivilgesellschaft mit der neutralen Position im Herzen Europas eigentlich eine enorme Chance haben, hier eigentlich Kraft zu geben. Also wir müssen zuerst einmal... Ivo, da wird es noch viel mehr Ivos und Günthers brauchen. Danke, ja. Weil es gibt zwar ein Netzwerk an pro-israelischen, pro-ukrainischen Aktivisten, aber es ist noch in der Minderheit. Ja, noch. Wir müssen daran arbeiten. Ja, und das ist das, was ich so in der Ukraine gelernt habe zu schätzen. Und ich weiß nicht, ob du den Frank-Peter Wilders kennst. Ein schwuler deutscher Ukraine-Aktivist, auch enorm pro-israelisch. Was ich mag an ihm... Gut. Du kannst uns immer auf Twitter vernetzen. Weil was ich in der Ukraine so liebe, und deswegen habe ich auch diese T-Shirts gemacht. Das ist, bring's einmal ins allgemeine Bewusstsein. Und da spielt eben Kunst und Kultur, Fashion eigentlich alles mit. Das ist dieses, und da kann jeder mithelfen. Krieg, wir leben nicht im 19. Jahrhundert, wo es heißt, nimm die Waffe, spazier durch den irgendwie russischen Winter, geh in Moskau. Wir leben im 21. Jahrhundert. Es ist so viel... Jeder kann mithelfen im Desinformationskrieg. Ja, das ist also das sind die Fronten. Da macht ja der Dietmar Bichler und die Kathi Schneeberger sehr viele und sehr gute Arbeit. Ja. Da passiert ja schon einiges. Aber das sind alles die Fronten, da kann jeder und jeder mithelfen und es erfüllt auch und es macht Freude. Und es wäre gut, wenn Europa zu einem Selbstbewusstsein findet. Das gibt Kraft. Ja? Also, und ich glaube, wenn man... du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe meine Podcast auf Englisch eben, die heißt ja Pax Europiana, dass wir das europäische Friedensmodell von NATO und EU eben weiter ausdehnen und auf Dauer erhalten. Ja. Das wäre die Idee. So, wenn du schon gesagt hast, Pax Europiana, jetzt muss ich jetzt kommt der Moment. Über dieses Brettspiel reden, beziehungsweise World Control habe ich ja gecrowdfundet 2016 eigentlich als Kritik. Gecrowdfundet? Ja, also du bist da war ich noch Architekturstudent auf der TU Wien und da packen wir mal aus gemeinsam. Ja, genau. Also das ist die Elite-Version. Sehr gut, wow. Also es ist eine Mischung aus Risiko und Monopoly. Ja? Also Krieg führen statt Miete zahlen geht. Ja? Und die Idee war ja immer, also es ist ja auch, also die Welt ist flach und ungerecht. Die Geschichte ist, alle Regierungen haben versagt. Es ist eigentlich sehr 90er-mäßig. Erfunden hat das ja
Michael Lee Krager. Ich war mit 15 in Austausch in den USA, der hat das eigentlich erfunden. Und 2016 habe ich gesagt, ich würde das gern crowdfunden und machen, weil die Zeit ist reif, weil da kam Donald Trump. Es geht darum, es gibt nur noch Multibillionäre mit Privatarmeen und man zockt um die Welt und es geht um eigene Städte. Und es hat ein bisschen auch so einen natürlich verschwörungsideologischen Image, ein 90s-Image. World Control. World Control, very Ich bin simple. dafür, dass wir die Kontrolle der Welt übernehmen. Und die Regeln, bei den Das Regeln, schaut aber relativ... naja, gut, ich habe versucht, die ganzen Regeln, wie so die 10 Gebote, versucht auf eine Seite dann mal zu bringen. Es gibt so als Regelheft. Sehr Aber gut. als Überregel habe ich geschrieben, Human Dignity is irrelevant. Also die Würde des Menschen ist wurscht. Okay. Und ich sage ein bisschen, wenn wir wirklich auf unsere Werte komplett pfeifen, ja, passt, dann schaut die Welt bald so aus. Dann geht es nur um Geld und Macht. Ja? Viele Leute sagen, ja, so funktioniert die Welt eh. Ich sage immer, Jakarta. Also das Brett ist grob eingeteilt in 8 Regionen, Ex-Sowjetregion, Afrika, Südamerika. Ist immer gut. Alles mit Ex finde ich gut. Ex-India gibt es auch. Australien, Ozeanien, Europa, das sind die Nordamerika, Asien. Da Asien, ist ja. von Ex-India, muss man Japan immer bis Ex-India. Indien alles dabei und Middle Und East. Ex-Südafrika und Ex-Nigeria ist momentan. Das heißt, das ist wahrscheinlich hier, genau. Lagos. Middle East als heißes Pflaster. Na, Und spannend. Vielleicht haben wir mal die Möglichkeit, das zu spielen. Auf jeden ich Fall. möchte jetzt einladen zu der Spiele-Session, weil wir sind jetzt in der Gamer-Community auch sehr aktiv. Ja. Und da habe ich dieses Hearts for 4 schon gescheduled, wo ich in einem Teil von Hearts for 4, in einem Submodus, der Fire Rises, da trete ich auf als derjenige, der nach der Niederlage Europas Europa wieder befreit und dann Russland erobert und in kleine Stücke zerteilt. Ja? Eben. Ex-Russia, wie Yes, ich es nenne, darum ging's mir bei- ist nur ein Game, also es muss jetzt niemand Sorgen haben, dass ich das mache. Nein, aber ich finde, man sollte diese Ideen einmal kommunizieren. Outcome sein. Ja, man sollte diese unseres Ideen Sieges. kommunizieren. Man kann Russland Das machen wir hier. Übernehmen. in der Podcast. und zerteilen, make Russia small again. Ja, Russian dissolution is the only solution. Richtig, ja. Und man muss Make Russia small again. sich nur im Kopf behalten, Russland ist nur geografisch groß. Ja, Es ist wirtschaftlich nicht groß. Es gibt nur Moskau. ideengeschichtlich ist es eine Katastrophe. Ja. Und das ist der zentrale Punkt. Da ist Und- nichts anzubieten, außer Tyrannei, Unterdrückung Richtig, und Genozid. richtig. Und deswegen will ich weiß nicht, ob wir schon zum Ende zugehen, aber das Ja. ist mir so, Alle guten Dinge müssen leider mal zu Ende gehen. also das Cover von World Control ist das letzte Gedicht meines Vaters. Eine persönliche Note. Genau, und er wollte zum Song Contest mit Ich liebe dich in allen Sprachen. Ja, das ist absolut mein Slogan. Und- in meiner Jugend und- wollte ich liebe dich in jeder Sprache der Welt lernen. Ja. Und ich habe es in 20 gelernt. Das kannst ich du bei kann ihm. sagen, Und auf jeden Fall Chetem, gegen Ende, te quiero, ja, Te amo. ti amo, was ja habe ich auf Israelisch, auf Hebrew habe ich es auch nochmal gekonnt. Aber ja, genau. Auf Das jeden wollen Fall wir gegen uns da Ende nicht- seines Todes, gegen Ende seines Lebens, Sag mal, wollte er das ultimative Friedensgedicht oder den Friedenssong machen. Und es ist ähnlich. Er hat das Wort Friede in allen Sprachen der Welt gesammelt. na, das ist dann Ja, das ist hier auf der Seite. Ja. mir, heißt es bekanntlich. Mir auf Russisch. Aber sie seien es nicht sehr ernst. Und ja, da wollte ich gerade noch hinaus. Auf jeden Fall, er wollte dann kein Wort über ein anderes stellen für den Refrain und wollte ein universelles Wort für Frieden finden. Und es war kurz vor seinem Tod, er hat gesagt, ich hab's. Und es ist kein Wort, es ist nur ein Sound. Und das macht jeder Elternteil auf der Welt, um ihr Kind zu beruhigen. Und es ist einfach Für Peace. für Peace. Und das ist das lautschriftliche Symbol dazu. Das ist die ja. Bedeutung. Und deswegen habe ich das aufs Cover gelegt. Ich gesagt, das ist das, was wir lernen müssen auch wieder, gerade in... Du bist also genauso wie Friedensaktivist. Ich bin Friedensaktivist. Und ich glaube, es ist ein Generationen-Problem. Und ich kann das gut nachvollziehen, so auf die Generation meines Vaters oder deine. Die Nachkriegsgeneration wollte die Temperatur runterschalten. Und ich sage, leider müssen wir draufkommen, wir sind die Vorkriegsgeneration. Und wir müssen die Temperatur ein bisschen wieder raufdrehen. Also ich glaube, Absolut. Frieden ist... Frieden braucht eben die Fähigkeit, sie zu wehren
und sie bewaffnet abzusichern. Ja. Das ist seit Jahrtausenden bekannter Grundsatz und das haben wir ein bisschen verschlafen. Das haben wir verschlafen, verlernt. Jahre in dieser Illusion nach dem Sieg im Kalten Krieg. Und jetzt müssen wir uns eben entsprechend wieder vorbereiten. Und das Wichtigste ist, unsere Freunde in Israel, in Kosovo und in der Ukraine dazu befähigen, dass sie sich selbst verteidigen können. Und da müssen wir eben zusammenstehen. Ja. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit einem Friedensaktivisten. Ist unser Logo, unser Ton für Frieden. Und Ivo Herzl, der seinen Namen geändert hat, um ein Symbol zu setzen in Solidarität für Israel. Herzlichen Dank, dass du als Verteidiger des Westens, als Freund der Ukraine und Freund Israels hier auf den Podcast gekommen bist. Herzlichen Dank und alles Gute für deinen gemeinsamen Kampf für die Freiheit. Danke. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Das war ein sehr Einladung. gutes Gespräch.